Servus und willkommen zurück zum 4. Teil unserer Motorradtour in den Dolomiten. Heute fahren wir in den Süden und zeigen euch ein paar kleine, aber dafür sehr interessante Pässe. Mit dabei ist der Zareda-Pass, der Brosson-Pass und am Ende unser Geheimtipp, der Mangen-Pass. Der Passo Zareda ist ein wenig bekannter Straßenpass in den südlichen Dolomiten. Er befindet sich an der Grenze der Provinz Trentino zur Provinz Belluno und seine Passhöhe mit 1369 Metern liegt dabei vollständig auf der Trientiner Seite. Die Straße ist in einem guten Zustand und stellenweise recht eng. Seine Nordrampe hat es mit einer Steigung von bis zu 15% durchaus in sich. Der Passo Brosson ist ein 1616 Meter hoher Alpenpass im östlichen Trentino und verbindet das Tal des Vanois mit der Hochebene des Tesino. Auf der Passhöhe befindet sich ein Kriegerdenkmal und ein Gasthof. Hier besteht also die Möglichkeit zur Einkehr. Der Passo Brosson liegt in den südwestlichen Ausläufern der Dolomiten zwischen dem Passo Zareda im Osten und dem Passo del Mangen im Westen. Der Mangen-Pass ist mit seiner engen Straße und seinen anmutig gewundenen Kurven eigentlich ein Muss für jede Dolomitentour. Er ist vom nördlichen Ausgangsort Molino bis zum südlichen Ziel Castelnuovo fast 40 Kilometer lang. Zum Glück wird die direkte Verbindung nur wenig frequentiert, was uns Motorradfahrern mehr als recht ist. Für Lkw und Busse besteht nämlich Fahrverbot.
Der Passo del Mangen zählt zu den anspruchsvollsten Pässen im Alpenraum und liegt in der Provinz Trentino. Auf dem Weg zur Passhöhe winden sich auf der Nordrampe 13 meist sehr enge Cairn hinauf. Und auch die Südrampe hat ebenfalls 10 enge Cairn. Kombiniert mit einer maximalen Steigung von 16% verlangt der Mangenpass dem Fahrer einiges ab. Seine Passhöhe beträgt 2042 Meter und unmittelbar unterhalb dieser Passhöhe liegt der Lago Zardinello idyllisch in die Landschaft eingebettet. Daneben gibt es eine bewirtschaftete Hütte mit der Möglichkeit zu einer stärkenden Rast. Obwohl der Mangenpass zwar landschaftlich nicht zu den allerschönsten Strecken gehört, ist er aber von der Kurvenfolge und dem Streckenverlauf her ein Muss für jeden Motorradfahrer.